Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute eine kleine Videoidee, auf die ich spontan, gestern oder vorgestern auf Instagram gekommen bin. Wer mir da nicht folgen sollte, gerne unten vorbeischauen. Link ist in der Videobeschreibung, da bin ich in letzter Zeit sehr aktiv. Hatte ich gestern, glaube ich, schon gesagt, aber ist auf jeden Fall Fakt, denn dort, ich bin auf meinen alten WhatsApp-Verlauf gestoßen von meiner damaligen Gilde, wo eigentlich alles mit anfing. Und da habe ich Bilder entdeckt von meinem Account, die es so noch nie vorher zu sehen gab, die ich selbst vergessen habe, weil ich hatte ja, glaube ich, mein erstes Video von Shakes and Fidget angefangen mit Stufe 299, da habe ich 300 erreicht. Jetzt habe ich aber nochmal Bilder rausgekramt gehabt aus diesem WhatsApp-Verlauf, aus unserer damaligen WhatsApp-Gildengruppe. Ja, sowas haben wir tatsächlich gehabt. Und da sind Bilder unter Stufe 100 noch entstanden, ja. Also wirklich richtig krass. Chatverläufe, da fasst man sich heute an den Kopf. Und viele von euch werden es gar nicht wissen, aber meine damalige erste Gilde, die hieß ja Höllschreis Wille, die gibt es heute noch auf S31, die hatten wir ja damals gegründet, beziehungsweise hatten Kumpels von mir gegründet gehabt und haben mich dann ein bisschen zu diesem Spiel dann halt bekehrt und heute bin ich halt nach 8, 9 Jahren immer noch mit am Start. Die Gilde gibt es leider mittlerweile, also ist nicht mehr aktiv, wird nicht mehr gespielt. Keiner von meinen Kumpels spielt noch aktiv Shakes and Fidget. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und deswegen, falls manche sich wundern sollten, warum ich überall diesen Text drin habe. Alles für die Gilde, du willst auf die Brille, wir besiegen dich in aller Stille. Oh shit, mir juckt die Rille, Höllschreis Wille. Das übernehme ich halt wirklich in jede Gilde, egal wo ich spiele, als so ein bisschen als Nostalgiefaktor an meine damalige erste Gilde, in der ich gespielt hatte. Und wir werden heute einiges an Bildern mal rauskramen und ich werde euch ein bisschen was zeigen. Ich hatte hier schon mal den Namen gespeichert gehabt, Höllschreis Wille. Auf Platz 32 sind sie momentan. Ja, da ist nichts mehr los. Die Gilde ist tot, da spielt keiner mehr drin. 7 Leute sind hier noch am Start. Und das war auch damals der allererste Wechsel, den ich begangen hatte, ne? Von Höllschreis Wille in heute Flames of Destiny, immer noch nach keine Ahnung wie vielen Jahren jetzt mittlerweile schon in der Gilde drinne. Ja, und ich glaube, wir waren damals irgendwas um die 30 Member nur noch gewesen. Da hatten viele aufgehört, viele hatten keinen Bock mehr gehabt, waren AFK, haben das Spiel gequittet. Und dann habe ich mir so irgendwann denn den Entschluss gefasst, so langsam müsste man mal vielleicht wechseln, bringt hier, glaube ich, nicht mehr allzu viel. Ja, und das habe ich dann auch getan, ne? Das Ding ist, hier sind halt noch Leute drin in der Gilde, die haben mich halt zu dem Spiel bekehrt. Wie gesagt, das ist eine Gilde gegründet von Real-Life-Kumpels von mir und ich bin da halt ein bisschen später zugestoßen. Relativ zeitnah aber haben wir uns alle gegenseitig hochgepusht und haben jeden Erfolg in der WhatsApp-Gruppe gefeiert, jedes Bild gepostet, jedes Epic und jeden Kampf hier zu den Waffen und Verteidigungen und das war so eine geile Zeit gewesen, die Anfangszeit von Shakes and Fidget damals. Und ich hatte mich in der Gilde hier als normaler Member halt eingefunden gehabt, dann habe ich mich so ein bisschen zum Offizier hochgearbeitet gehabt, dann habe ich nachher den Bauzaun als Leiter abgelöst, der vor mir halt der Leiter gewesen ist, weil er auch inaktiver wurde. Und schlussendlich war die Gilde dann halt auch nicht mehr zu retten und ich bin dann halt aus der Gilde dann auch rausgegangen, weil halt nichts mehr los war. Da waren vielleicht noch 3 Leute oder so aktiv, ne? Ja, und das muss man sich dann auch nicht unbedingt mehr geben, ne? Ansonsten, wie gesagt, Grüße gehen raus auf jeden Fall hier an Bauzaun, ne? Und dieser Spieler hier zum Beispiel, Chorus Scythe, auch Grüße raus an Andy an der Stelle. Das ist der Grund, er ist schuld, warum ich heutzutage Shakes and Fidget noch spiele, weil er war eigentlich derjenige gewesen, der mir das dann halt auch empfohlen bzw. gezeigt hatte. Und hey, willst du da nicht mal mitmachen und so, wir haben hier eine Gilde, ja krass, ey, cool, lass machen. So, ne? Und
Den werden wir später noch sehen auf einem Bildchen, ja, was ich noch rausgekramt habe aus der WhatsApp-Gruppe, aus der Gilden-WhatsApp-Gruppe, die wir damals hatten. Und ja, wir schwelgen heute wieder komplett in Nostalgie, aber ja, wir schwelgen in letzter Zeit viel in Nostalgie so, aber ich muss sagen, ich finde es geil, ich feiere das, ne? So, vor allen Dingen die Anfangszeiten, die früheren Zeiten, die habe ich schon sehr gefeiert. Und ja, würde ich mal sagen, wir kramen mal ein paar Bilderchen raus. Ne? Ich habe hier ein paar Bilder gemacht, die ich aus der WhatsApp-Gruppe oder die ich in der WhatsApp-Gruppe gepostet hatte damals. Man muss dazu sagen, das spielt sich alles hier so im Zeitraum 2014, 2015 ab. So, das sind wirklich die Anfangszeiten gewesen. So, ne? Und hier sind halt Bilder dabei, die sind halt eben unter Stufe 100 entstanden und das erste Video, was ich gemacht hatte, das war halt eben ja, ab Stufe 299, wo ich halt die 300 geknackt habe. So, ne? Also noch nie veröffentlichte Bilder in dem Sinne. So, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir hier halt alle Erfolge so gepostet, jedes Epic, was man gefunden hatte, verglichen und so. Und da sind teilweise, ich bin den Verlauf durchgegangen, da sind teilweise so lustige Sachen drin gewesen, von wegen hier irgendwie. Also da muss ich gerade Stufe 20 oder so gewesen sein, als ich das geschrieben hatte. Da habe ich dann gefragt, ey, soll ich lieber auf Gold oder Erfahrung gehen, so in den Quests? Da wurde mir dann lang und breit dann auch empfohlen, ja, so ab Stufe 30 ist es nachher, da kann man noch auf Erfahrung gehen. Nachher ab 40 würde ich dann so irgendwie raten, da kann man dann so langsam schon mal auf Gold switchen, so, weil dann wird das Gold immer höher. Ja, da sind so Sachen dabei, total niedlich eigentlich so, ne? Aber man hat sich da halt gegenseitig so Tipps gegeben, man hat halt so, keine Ahnung, man wusste es nicht besser und hat sich unter der Gilde halt so ein bisschen beraten und haben uns da halt eben hochgepusht, wenn wir ja, keine Ahnung, wenn wir in den Top 200 Gilden auf dem Server hier irgendwann eines Tages vertreten waren. Also das war echt eine sehr, sehr krasse, aber eine coole und eine sehr schöne Zeit, die ich nicht missen möchte mit der Gilde, ja. Wir gehen so ein bisschen durch, wir machen hier heute ein bisschen hier, ja, ein kleines Foto, ja, ein Foto, Nachmittag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video gucken solltet hier, ne. Und das Bild ist wahrscheinlich das allererste, ja, Medium, keine Ahnung, Bild, was von meinem Account überhaupt umherkursiert. Ne? Es gab kein Video, was vorher aufgenommen wurde, es gab kein Bild, was vorher aufgenommen wurde. Das ist das Bild, was wahrscheinlich am ältesten ist von meinem Account und das wurde halt mit Stufe 76 aufgenommen. Ja, vieles davon in der damaligen App halt mit Screenshot gemacht, so, ne? Handy-Screenshot, ein paar Sachen auch abfotografiert nachher später. Und ja, hier sieht man, es ist halt alles noch komplett alt. So, das ist halt einfach alt und die Werte sind halt auch im Vergleich zu heute echt komplett niedlich so, ne? Ja, aber damals schon eine ganz gute Skillung gehabt, würde ich mal sagen. Ein bisschen mehr auf Damage als Ausdauer, ne? Das ist typisch für einen Magier, also da bin ich nicht ganz auf den Kopf gefallen, was das angeht und habe sogar als 76er hier relativ lucky, obwohl, nee, der hat viel schlechtere Skillpunkte als ich. Ja, ein Dude geschlagen, der halt Stufe 112 ist. Das habe ich damals so gefühlt und gefeiert. Das musste ich dann halt auch einfach in der Gruppe posten. So, ne? Ja, nächstes Bild, das geht hier so ein bisschen, glaube ich, chronologisch ab. Ja, aber das ist halt eine ganz geile Sache. Wie gesagt, wenn ihr das feiert, so, man muss es halt fühlen. Ne? Wenn man es nicht fühlt, dann, also ich fühle es auf jeden Fall, sag ich mal, ne? Weil es ist halt mein Account von früher so. Ne? Das sind die Anfangszeiten wirklich von mir gewesen damals und ja, ich war halt komplett versunken, als ich mir damals den Chat oder vor 2-3 Tagen den Chatverlauf durchgelesen hatte noch, ne? Ja, das Bild hatte ich hier gepostet, schon mit Stufe 135, ein bisschen bessere Stats, 50-50 Magier, man kennt's, Glück auch gleichmäßig mit hochgezogen, so, ne, ist heute alles auf jeden Fall angeglichen, damals hat man es nicht besser gewusst, ne, wie gesagt, neues Spiel, gleich gestartet, keine Guides reingezogen, einfach je nach Lust und Laune den Account gespielt, so, da hat man nicht so großartig drauf geachtet, ne, und früher oder später kannst du ja alles ausgleichen, solange sich das im Rahmen hält, so, ne, ja, das Bild habe ich gepostet, weil es halt so ein übelst knapper Kampf gewesen ist hier gegen Don Capiche, so, ne, und ja, da habe ich mich, glaube ich, damals richtig drüber geärgert, ne, wie gesagt, alles so im Zeitraum 2014 passiert. Ja, dann so ein paar Screenshots hier gemacht vom Handy aus am PC, ne, da kann ich natürlich, ist die Qualität natürlich eher Medium, sag ich mal, Medium Rare, ne.
und immer nach Waffen gefragt, so ob die besser sind, ne? Hier damals, das ist halt so alt alles, ne? Mit Stufe 167 hier, 72 plus, ist übelst geile Waffe eigentlich so. Ne? Und hier sind auch teilweise Sachen dabei gewesen, die hat man dann zum ersten Mal gesehen, nachher später die Oster-Epics so, als die dann das erste Mal irgendwie mit am Start waren. Oh, hier, also das hier, also die knappen Kämpfe, die habe ich immer hier krass aufgenommen. 169 hier und der Schwarzschädelritter, der hat einfach, das müsst ihr euch mal reinziehen, ne? Das ist halt wirklich komplett unlucky gewesen. Wirklich 631 Leben übrig gewesen. So, ne? Krass. Ja, Werte steigen natürlich, ne? Das ist ganz klar mit der Zeit, ne? Aber ich habe wirklich sehr langsam gelevelt, das muss man dazu sagen. War halt aber auch eben noch eine andere Zeit gewesen, ne? Ja, immer die knappen Fights hier hochgeladen, so sahen die Dungeons halt früher aus, ne? Vor allen Dingen auf dem Handy, ja, kann man da halt nicht sehr viel sehen, nicht sehr viel ersichten, so, ne? Aber ja, sind die ersten Bilderchen gewesen auf jeden Fall von dem Account. Statpunkte steigen definitiv weiter. So, ne, auch so diese durchsichtigen Balken halt auch einfach, ne. Das ist, ja, naja, obwohl, wie gesagt, es war so ein knapper Kampf, da sieht man jetzt gar keinen Balken mehr. Hier die Stats schon angepasst ein bisschen, Intelligenz schon ein bisschen mehr als Ausdauer, aber Glück viel zu viel Glück geskillt. Damals aber nicht besser gewusst, habe versucht immer auf 50% hoch zu skillen, so, ne, aus dem Gefühl, aus dem Bauch heraus, so, ne, ja, dass man es nachher später nicht so richtig braucht, obwohl, es gab ja noch keine Festung, deswegen gab es auch noch keine schwarzen Steine, ne, wo man halt irgendwie auf seinen Glückswert kommt, aber ja, und ich habe halt eben Free-to-Play gespielt, was natürlich meine, ja, Anfangszeit natürlich, ich habe halt nicht mit 100% gestartet auf dem Server, ne, sonst wäre ich wahrscheinlich heute schon ein bisschen weiter, aber ich habe halt sehr unwissend sehr lange Zeit gespielt und halt eben Free-to-Play, ne, und da hat man halt auch eben nicht Full Epic gehabt, sodass man den Glückswert halt auch komplett hochjagen kann, ne? Also das war so mein Struggle gewesen damals, ne? Hier Stufe 207 erreicht, ja, also hier schon top Stufe 200 geknackt hier, faule Krähe am Start, das ist, glaube ich, der erste Dämonenportal-Boss, ja, man sieht es hier am Hintergrund bereits, ne? Statpunkte steigen weiter, Glück mehr als Ausdauer, also bitte da nicht drauf achten, ja, das ist sehr, ja, schade, aber wie gesagt, man wusste es nicht besser. Stufe 227 mittlerweile beim Führerhaufen hier, ne? Das ist übrigens der Posteingang von damals gewesen. Der sieht heute natürlich auch komplett anders aus. Da wurde dann noch gezeigt, da hat mein Gildenleiter mich angegriffen damals, ne? Hier zu Kampfbeginn hattest du so und so viele Lebenspunkte, dein Gegner so. Nach 4 Runden wurde getrackt, hattest du so diese Punkte und diese Punkte so, ne? Also komplett geil eigentlich so, richtig detailliert. Ja, aber heute natürlich ein bisschen übersichtlicher. Das Inventar, ja, das ist das Inventar gewesen, glaube ich. Also man hat ja hier seine 5 Slots gehabt, ganz lange Zeit. Und ich weiß nicht, das müsste hier, ja, das ist, glaube ich, das ist das Equipment, was ich anhatte. Genau, das ist mein Equipment, was ich anhabe. Und das ist das Inventar. Und so sah das damals in der App aus, ne? Also ist schon lustig auf jeden Fall. Ich habe mich gerade gewundert, ist das alles hier Inventar? Nein, das sind die Slotplätze. Und hier unten ist das Inventar, ne? Also, ja, das ist schon heftig. So, hier kam die Festung dazu. Immer noch Free-to-Play, man sieht es an den Pilzen, ja. Und Festung natürlich auch. Das hat, glaube ich, jeder damals gemacht. Keiner wusste was von der Teilschusstaktik. Als die Festung rauskam, wusste keiner, dass es sowas gibt, dass sich sowas entwickelt mit der Zeit. Das sieht man halt, ne? Man kann halt nicht von Anfang an die beste Taktik wissen. Man muss halt erst sich so rantasten und ja, heutzutage ist die Teilschutztaktik der Way to go. Verteidigung baut man nicht mehr auf. Wusste man damals aber nicht. Da hat man gedacht, ey, Alter, ich muss mich verteidigen hier. So, ne? Und deswegen Verteidigung auch hochgeprescht, ne? Heutzutage natürlich ganz nice, weil man hat das Achievement relativ locker in der Tasche, so, ne, weil man halt eben die ganzen Sachen schon hochgeprügelt hat, ne. Ja, übrigens auch natürlich hier alles auf
ja, in der App entstanden. So, ne? Hier kommen wir jetzt schon in einen gewissen Zeitraum, den man schon mit YouTube vergleichen könnte. Wir sehen jetzt Stufe 299, wo ich auch mein erstes Video aufgenommen hatte damals zu Shakes and Fidget und hier auch schon über 10.000 Punkte in Intelligenz geknackt, also auch schon geht langsam in die Richtung. So, hier ist ein ziemlicher Sprung gewesen auf Stufe 333. Kann sein, dass das nachher dann schon... Die Anfangszeit war wirklich sehr aktiv in der Gilde. Wir haben zigtausende Nachrichten da in der Gilde gesendet, ja. Aber nachher wurde es dann halt immer weniger und dann war ich nachher auch so ein bisschen der Einzige, der gespielt hat. So, das ist ein Bild, ja, mit meiner damaligen Gilde oder in der Gilde, in der ich gespielt hatte, ist das Ganze entstanden. Ich hatte auf Instagram mal rumgefragt, in einer Umfrage so, wer von euch denn die ja, Gilden-Weihnachtsfeier beim Chinesen kennt. So, ne? Mal kurz einen Schluck trinken hier. Und ja, da haben irgendwie 33% oder so haben dafür gestimmt, dass sie die Geschichte kennen, weil ich habe die ganz früher mal erzählt. Und der Rest, ja, der kannte die halt nicht. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, das ist auch das letzte Bild, ne? Ja, deswegen würde ich sagen, ja, packe ich nochmal kurz die Story aus. Also das Lustige ist halt, also ein Großteil von uns kam halt aus dem Umfeld so, ne? Ein, zwei Leute, die sind ein bisschen weiter weg gewesen, die sind auch wirklich mal dann so 200 Kilometer dann angereist für diesen Gildentreff so, ne? Und ja, das ist halt übel lustig gewesen. Wie gesagt, wir waren damals alle so übelst connected in der Gilde und waren da richtig tryhard gewesen, ne? Also, wenn wir angegriffen worden sind, gleich in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, hey, hier, Kampf, let's go, verteidigen, so, ne? Und beim Angriff halt genauso und alles, ne? Wir haben uns über alles ausgetauscht da. Und ja, vielleicht könnt ihr euch noch an den Anfang erinnern, der Chorus-Scythe, der Andi, ja, das war der Dude, der mich zum Spiel gebracht hatte. Das ist der Kollege hier, ja, die gucken natürlich alle ein bisschen verschwommen hier, ne? Ja, der Dude, der bannt euch heute im Chat, im Livestream-Chat weg, wenn ihr frech werdet. Ne? Ja, das Bild hatte ich nochmal auf Instagram gepostet gehabt. Und ja, hier hinten sieht man, ja, wie soll es anders sein? Shakes and Fidget, ne? Also wir sind da mit unserer Gilde, wie gesagt, wir waren ja nicht alle, das haben ja nicht alle mitgemacht und alle, ne, wir waren ja ein paar, die ein bisschen weiter weg gewohnt hatten, so, ne. Wir waren auf jeden Fall ein paar Leute gewesen, hier hinter dem Bild saßen auch nochmal ein paar und einer hat ja auch das Bild gemacht, ne. Und haben uns dann da halt einen Tisch gemietet beim Chinesen. War gar nicht mal so einfach, weil wir mussten tatsächlich auch 2 Tische zusammenschieben. Und ja, weil wir halt eben so eine große ja, Reihe haben wollten. Und der gute Kollege hier hatte dann halt eben seinen Laptop mitgenommen, ne? Und wir kamen halt in der Gruppe eben auf die Idee, ey, lass mal so und so den Raid starten, damit wir in dem Zeitraum, wo wir beim Chinesen sind, uns den Raid von unserer Gilde live anschauen könnten, ja. Digga, das ist so geil, also es ist für mich ja nach wie vor wirklich das beste Erlebnis bisher, so was ich so in Shakes and Fidget hatte, ja, jetzt so auch so Real-Life-mäßig gesehen, ne. Das war halt eben noch eine ganz, ganz andere Zeit und ein ganz, ganz anderer Film, den wir da gefahren sind, als heutzutage so, ne? Und ja, dann haben wir so auf jeden Fall den Raid gestartet, ne? Haben halt so im Gildenchat überall gepostet, dann in der WhatsApp-Gruppe so, ne? Der Kollege hatte dann seinen Laptop mitgebracht, wo er dann halt eben den Raid laufen lassen hat, haben halt eben das Gildenfenster aufgehabt und damals, wenn der Raid gestartet ist und du in der Gilde warst, dann hat er halt automatisch gestartet, den Raid zu zeigen so. Deswegen konnten wir auch uns noch nicht spoilern lassen, großartig. Ja, haben dann den Laptop da ausgepackt und haben ihn dann am Ende des Tisches gestellt. Und ja, haben uns da dann einfach live, wie so die größten Nerds, die größten Geeks, ja, einen Shakes and Fidget Raid angeschaut. Ja, im Restaurant beim Chinesen. Und hier sieht man ja auch an der Seite, hier sind halt überall, sitzen halt Leute um uns rum und wir haben da rumgeböllt, rumgeschrien.
Wenn da jemand einen Crit rausgehauen hat, boah, geil, Alter, Corrosive, du hast den übel weggekrittet, Alter, oh, jetzt kommt der Block so, ne, und dann kam ich ran, hab mit meinem Magier hier, zack, geil, heftigen Crit rausgeteilt, so, ne, war halt geil gewesen. Pointe war, dass wir dann auch den Raid tatsächlich geschafft hatten damals, ne, das war noch unter den ersten 50 Raids, die wir hatten, und da war jeder Raid ganz, ganz, ganz besonders, den wir dann, ja, eingesackt haben. Und die Tische um uns rum, beziehungsweise die Gäste, die haben uns dann halt eben angeguckt, als wären wir irgendwie, ja, keine Ahnung, was weiß ich, ne, aber war uns scheißegal. Wir hatten unseren Spaß des Lebens hier mit Shakes and Fidget, so, ne. War halt generell ein sehr, sehr nicer Abend. Man sieht da natürlich nicht so viel, aber ja. Das auf jeden Fall dazu, ne? Das waren die Bilder gewesen, die ich noch so ein bisschen gefunden hatte in unserer WhatsApp-Gruppe. Ey, ich könnte ein eigenes Video machen, muss ich euch tatsächlich sagen, von dem Verlauf des Gildenchats bzw. des WhatsApp-Verlaufes, so, ne? Was da teilweise für Kommentare und Tipps und Tricks und hast du nicht gesehen, Anregungen hier ja, getätigt worden sind, unglaublich, ne? Also das ist Entertainment auf einem ganz anderen Level, ne? Und ja, ich muss halt sagen, ich fühle es halt sehr. So, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber so eine Verbindung halt zu so einem Char, und das ist jetzt halt, wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, 9 Jahre oder so her, keine Ahnung, knapp 9 Jahre. Unglaublich, ne? Ja, und heute bin ich halt der einzige Dude, der halt das Ding immer noch so durchzieht, ne? Ja. Naja, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.